Der Nugget 2021 L1 mit Aufstelldach und einem Heckzelt. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Hier ist der Thomas Brenner. Grüß dich, Thomas. Hallo, hi. Ja, geht's dir gut? Mir geht's gut, danke. Ja, schön ist er. Wir sind am Stand von Ford Ja. bei Westfalia, stellvertretend für alle Ford-Händler in Deutschland. Zeigen wir mal das Auto hier, denn das gibt's bei Ford. Das kann man bei Ford kaufen, bei den Ford-Händlern, ja. Das ist Westfalia, das bedeutet also, ich bestelle es bei Ford, dann baut es anschließend Westfalia aus. Ihr kümmert euch um alles, der Kunde hat damit nichts zu tun. richtig. Der bekommt ein fertiges Fahrzeug übergeben von seinem Ford-Händler, bei dem er es gekauft hat. Das ist ein Nutzfahrzeug. Der läuft unter Nutzfahrzeuge in der Ford-Organisation, ja. Ja, der VW-Bus, der ganz große Konkurrent. Man kann die Konzepte nicht ganz vergleichen, muss man sagen. Der hier ist ein bisschen größer als ein VW-Bus. Der ist unwesentlich größer wie ein VW-Bus und hat 5 Sitzplätze serienmäßig schon drin. Und wir haben eben ein anderes Raumkonzept, weil wir haben vorne wohnen, hinten kochen und oben schlafen. Ja, das Zeltdach ist eine eigene Konstruktion. Man sieht allein schon hier so die Profile, die hier verwendet worden sind. Das ist Qualität. Das ist eine aufwendige Konstruktion, die auf dauerhaften Betrieb ausgelegt ist, ja. Ja, es lässt sich sehr leicht schließen. Ich glaube, das ist Ja. auch das, was die Leute sagen. Man hat einen zentralen Verschluss Hinten, an der richtigen genau, Stelle. zum Arretieren. Ja. Man muss nicht fummeln vorne zwischen den Sitzen, sondern man kann einfach, ich sag mal, das Ganze hinten sehr leicht zumachen. Mit wenigen Handgriffen. So, und hier ist das Zelt. Das gibt es auf Wunsch mit dabei. Als Option kann man das mitbekommen, dass man den hinteren Bereich, hinterm Küchenbereich auch noch mitnutzen kann. Ja, das kann man gleich mal zeigen. Wir gehen mal kurz drum rum. Dann zeigen wir die Details. Da ist nämlich eine Außendusche mit drin. Hier ist das Zelt. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück, dann sieht man es mal, wie das Zelt aufgebaut ist. Denn das erweitert den Wohnraum natürlich im Sommer massiv. Ja, selbst wenn es regnet, kann man das noch voll nutzen. So, unten kann ich es auch festmachen. Jetzt hier natürlich im Betonboden an der Messe nicht. Brauchen wir es auch nicht. Falls mal ein Windstoß kommt. Hier hinten ist die Landstromversorgung. Wie viele Batterien hat der Aufbau? Der hat 2 Batterien für den Ausbau mit je 95 Ampere. Gut. Auch da könnte man ja unter Umständen später mal Lithium nachrüsten, wenn man das unbedingt haben möchte. Aber so in dem Ausbau 2x95 Ampere, das hält, oder? Reicht 5 Tage im Normalfall. Das reicht fürs Wildcampen auf jeden Fall aus. Ja, 2021, die Leichtmetallfelgen sind jetzt verfügbar. Serienmäßig dabei? Serienmäßig. Ja. Die stehen im Auto gut. Lieferzeit haben wir darüber gesprochen, April. April, wenn man sich jetzt für ein Fahrzeug entscheidet, ja. Ansonsten geht es nach hinten. Ja, der Campingboom ungebrochen. Das hier ist jetzt eine eigene, ich sag mal, Kategorie. Es ist kein Kastenwagen, es ist ein Bus. Das Basisfahrzeug ist ein Bus, das ist ein Kombi ohne Sitze. So, auch hier das Design, schwarz an der Seite, durchgehend. Weiß mit dem Schwarz steht ihm gut. Sehr gut. Man hat hier viele Möglichkeiten, auch nochmal das Fahrzeug optisch aufzuwerten. Ich kann das Dach in einer anderen Farbe bekommen wie das Basisfahrzeug. Ich habe eine Wahlmöglichkeit bei der Farbe der Bespannung vom Stoff. Ja, ich kann hier unten auch folieren, zum Beispiel in mattschwarz. Das bietet ihr an. Ihr habt Leute, die können das gut. Wir Ja? haben Leute an der Hand, die sowas können, ja. Ist gar nicht so teuer, aber es schützt das Fahrzeug natürlich gerade im Campingbetrieb massiv. Und ist optisch natürlich auch nochmal eine Aufwertung. So, besonders toll ist es in Weiß, Hochglanz, also die Wagenfarbe lassen und dann unten in Matt. Das habe ich schon mal gesehen. Das gibt es auch in Carbon, da kann man ganz tolle Sachen machen. Ja, genau. So, jetzt sieht man das hier. Auch schon die Form. Vorne ist jetzt eine Verdunklung eingelassen, die ist sehr mäßig dabei. Die ist serienmäßig dabei. Die haben wir jetzt hier für die Messe reingemacht, dass die Leute sehen, wie denn das Fahrzeug vorne verdunkelt wird. Die isoliert auch gleichzeitig noch und ist sehr einfach in der Handhabung. Die wird nur mit Saugnäpfen befestigt. Thema Solar, kam da schon mal die Anfrage? Die Anfrage kam schon, ja, natürlich. Kann man gibt's ja- nachrüsten, ist kein Problem. Ja, es gibt technisch. so Dünnschicht-Solars, habe ich gehört, Genau. die gar nicht so schwer sind. Ja, Also das heißt einfach bei den Händlern nachfragen, das geht dann. So, wir gehen am besten mal rein, schauen uns aber zunächst mal, die Patricia ist schon drin. Hallo Patricia. Hallo Sven. Ja, wieder mal ein anderes Konzept, ein kurzes Auto, aber mit Heckzelt. Ja, also trotzdem recht kompakt und klein, aber man hat alles, was man braucht. Man hat eine Küche, man hat genug Schränke und oben natürlich das Bett. Und da das Bett oben ist, hat man hier super Höhe zum Stehen und das spart natürlich auch an Raum. Ja, das schauen wir uns gleich mal an, aber das Heckzelt ist wirklich unglaublich. Es ist auch belagert, denn ganz viele Familien, die interessieren sich für das Fahrzeug, weil man wirklich mit kleinen Mäusen reisen kann. Schauen sich die Küche an.
ihr erlebt im Moment gerade bei dem Fahrzeug einen unglaublichen Familienboom, weil die Ja. Leute das im Alltag einsetzen können. Gell? Genau, weil man kein zusätzliches Fahrzeug benötigt. Für viele ist das einzigste Auto oder der Zweitwagen dann. Ja, es ist so im Lager. Das kommt gut an, das Konzept. Das heißt, also es ist vergleichbar mit dem Konzept von Volkswagen. Man kriegt es ab Werk. Die Qualität ist ab Werk. Ja, So, hier oben habe ich dann was ganz Tolles. Ich habe einen Saugnapf mit einer Dusche. Ich kann hier außen duschen. ja. Ich habe eine Außendusche mit dabei. Die ist dazu gedacht, dass wenn man vom Strand kommt, dass man sich kurz abduschen kann. Oder wenn jemand einen Hund hat, der sich gerne schmutzig macht beim Gassi gehen. Ist sie warm? Nee, die ist nur kalt. Die ist nur kalt. Wobei, die ist so kalt wie das Fahrzeug selber, weil Ja. die Dusche ist ja im Fahrzeug drin. Der Wassertank ist innenliegend, also von daher ist das Wasser natürlich warm, wenn es außen warm ist. Ja, die Patricia, die ist ja hart im Nehmen. Das heißt, also, wenn das Wasser 22 Grad hätte, wäre das dir zu kalt? 22 Grad, naja, also dann müsste man halt schnell Also duschen. ja. 22 Grad. Aber das geht schon. Ich sag mal, es ist ja immer noch Camping, oder? Also wir haben 40 Liter Frischwassertank, das heißt, die Dusche ist jetzt nicht ausgelegt, dass man mit der kompletten Familie hier duscht, sondern wie gesagt, das ist eine Abduschen, Hund, Abduschen kurz ein und Fahrrad mal. Also das was auch ist, immer, ja. Wahrscheinlich Ja, genau. nutzt man das sowieso eher im Sommer und im Ja, Sommer, ja, sowieso, da habe ich auch schon natürlich. sogar mit nicht minus 22 Grad, aber mit unter 22 Grad geduscht. Das Ja. tut natürlich dann gut. Ne? Das ja, ist wobei frisch. man wird auch sparsamer, glaube ich, beim Duschen. Das heißt, wenn man nicht so viel Wasser hat, dann Ja. wird eingeseift, abgeduscht. Das heißt, Fertig. man ist sparend. Ja, hier unten habe ich viele Fächer. Das haben wir schon gezeigt. Ein kleines Fach hier vorne. Das ist klein, aber fein. Dann habe ich hier unten ein großes Fach. Da kann ich Töpfe und so weiter reinmachen, sogar sehr schwere Sachen. Da habe ich den Kompressor, Kühlschrank und noch ein... hier unten ist das Wasser. Ja, das Fahrzeug benötigt ganz wenig Gas, denn es wird praktisch nur noch gekocht mit Gas. Genau. Geheizt wird mit Diesel. Mit Diesel, ja. Kühlschrank läuft mit Strom. Und sehr, sehr energiesparend. Das Ganze ist ein Kompressorkühlschrank, der ganz wenig Energie braucht. Hier vorne habe ich einen 2-Flammen-Kocher. Hier habe ich dann die Spüle mit drin. Hier unten habe ich dann noch ein Staufach. Wenn ich also den unteren Bereich nicht benutze, kann ich das hier vollladen. Das ist sogar recht groß. Da kann ich reinmachen. Hier ist die Leiter mit drin, denn die Leiter werden wir brauchen. Die Patricia zieht es mal runter. Dazu müsstest du es einmal oben aushängen. Kommst du ran? Sie kommt sogar ran bei dem Fahrzeug. So, und jetzt muss sie einmal hoch. Und ich zeige das mal gerade. Hier oben ist es eingehangen. Und dann wird es runtergelassen. Es fällt dann von selbst runter. Ihr habt eine neue Konstruktion, damit die Gesamthöhe vom Fahrzeug ist wie hoch. 2,6 Meter, wenn das Dach zu ist. Ja. Und man muss das Bett einfach beim Runterklappen noch ein Stück nach hinten ziehen, damit das Scharnier vorne Genau, wenn du es ein kleines bisschen nach zumacht. hinten ziehst, zu dir ziehst. zu dir. kräftig. Ich glaube, der Thomas kommt mal kurz. Zeigst du es einmal? Denn er hat es schon ganz oft gemacht, hat er mir erzählt, hier auf der Messe. Er kann es gar nicht mehr erzählen, wo die Leute es sehen wollten. Das war's. So. Und hier sieht man sehr, sehr schön, jetzt kann man da draufsteigen. Steig mal bitte drauf, denn das Bett ist riesengroß. Schuhe zieht sie mal aus, denn man kann sich drauf fläzen. Ja, ist ja ordentlich, sonst gibt es hier Kommentare. Ja. Denn das Fahrzeug ist wahrscheinlich auch schon verkauft. Wahrscheinlich. Kann man ausgehen. So, das hier ist uns der Boden. Ich zeig's mal gerade. Schönes Design. Ja. Und guten Tag. Hallo. Was ist das hier für eine Matratze? Ist das die gleiche wie in dem anderen Fahrzeug? Ja, das ist eine Kaltschaummatratze. Das, wo du jetzt drauf liegst, ist im Prinzip nur der Überzug. Die Matratze ist in dem Reißverschluss drin. Das heißt, den Überzug kann man runter machen, kann waschen. Der ist antiallergen. Und das, was man hier jetzt sieht, was im anderen Auto nicht drin war, ist das Netz, dass von oben nichts und niemand runterfallen kann. Kinder zum Beispiel. Kinder oder Kopfkissen, ja. Was kann ich denn fertig machen? Ja, die Bettauflagen kann ich im normalen Campingbetrieb drauf lassen, aber wenn ich fahre, muss ich runter machen. Richtig. Ich habe Licht, das finde ich schon mal ganz toll. Ich habe hier oben noch eine Ablage, da kann ich was drauflegen, zum Beispiel ein Handy. USB habe ich auch in der Nähe. USB ist oben keins jetzt beim Aufstelldach, mit dem Hochdach wohl. Einfach ein Verlängerungskabel holen, denn unten ist ja USB. Da findet man schon eine Lösung, denn ich habe ja hier auch 230 Volt Ja. direkt mit dabei. Ja, schick, oder? Ich kann alles aufmachen. Das ist interessant. Hier oben habe ich nochmal ein Fensterchen, kann ich rausgucken. Hier oben habe ich die Entlüftung und das ist diese Zentralverriegelung vom Dach. Sehr einfach. Das ist dieser Zapfen zum Zumachen.
So, das Dach hat ein Sicherheitselement, es geht nach hinten auf. Ja. Das heißt, es kann, selbst wenn es sich öffnen würde während der Fahrt, es kann nichts passieren. Es sollte nichts passieren, ja. Der Fahrtwind wird es eher nach unten drücken als nach oben. Genau, es kann nicht irgendwie abreißen. Hier habe ich einen 2-Flammenkocher, Patricia. Zeig mal bitte. Die ist gerade da. Hier kann ich 2 große Töpfe drauf machen. Ja, genau. Habe eine elektrische Zündung. So, hier vorne den Kühlschrank haben wir schon gezeigt. Hier kann ich ein Handtuch aufhängen. Und was besonders schön ist, mach noch mal zu bitte. Ich kann hier vorne alle Gewürze und alles, was irgendwie wichtig ist, kann ich hier vorne hinstellen. Und das kann nicht irgendwie umfallen. Richtig. Zahnbecher, alles hat da seinen Platz. So, hier habe ich dann die Spüle. Die kann ich dann auch zum Zähneputzen und so weiter verwenden. Und ich komme mal ganz kurz raus, zeige ich ein kleines Detail. Gas ist hier und Wasser an der Seite? Oder wo? Gas und Wasser ist hier unten drin. Ist da unten Unter dem drin. Küchenblock. Wie ist da ranzukommen? Wie kommen Von wir der ran? anderen Seite Von der können wir anderen gleich kurz machen. Genau, wenn du hier mal bitte aufmachst. Ja, es gibt eine speziell abgestimmte Toilette. Die passt nämlich hier unten rein, das zeigen Hier wir gleich unten mal. ist die drin. Genau, und das ist, glaube ich, Porta Potty oder wie das heißt. Kann man kaufen. Das ist eine Tedford-Toilette. Eine Tedford-Toilette, die Ja. passt genau da rein. Ja, Die ist dann weg, die kann man rausziehen, kann einen schönen Pipi machen unterwegs genau, als Nottoilette. als Nottoilette. So, jetzt weißt du, wie es geht. Drückst du mal hoch, bitte. Haha, Da muss ich jetzt aber vorher runter. jetzt muss sie vorher runter. Die Kinder steigen immer hier vorne drauf aufs Brett. Ja, Das Zelt ist schon cool. Ich zeig's mal gerade hier. Also man kann drumherum, kann zumachen. Oben drauf kann man es auch noch mal zumachen. Hier habe ich auch noch mal ein Gitter mit drin, dass nicht zu heiß wird. auf beiden Seiten dann. Wenn man Ist das- so hat. Ist das bezahlbar? Das liegt bei knapp über 400 €. Ja, aber dafür ist es perfekt, Ja. genau für das Für Fahrzeug. das, dass ich noch einen weiteren Raum dazu bekomme, ist das eine super Lösung. Und ich kann sogar beim Schlafen kann ich es zulassen. Das heißt, also ich könnte es hier praktisch auflassen über Nacht. Denn auf dem Campingplatz, ob ich jetzt ein Zelt habe oder ein Auto, Ja, klar. wenn einer rein will. Natürlich. So, du bist unten, sie hat es ausgehangen. Hat es geklappt? Ja, war super einfach. Ja, jetzt müssen wir noch... Hat funktioniert. Hat funktioniert. So, ich komme mal von der anderen Seite. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Es ist ziemlich umlagert, das Fahrzeug. Ist gleich fertig, da können Sie noch mal reinschauen. Hallo Patricia. Hallo. Ganz anderer Raum jetzt, wo Ja. es oben ist. Jetzt habe ich hier schon Stehhöhe im vorderen Bereich natürlich. Licht anmachen. Und lasst mich raten, das hier kann man auch zu einem Bett umfunktionieren. Geht sogar ziemlich einfach. So, dazu müssen die Sitze einmal ganz nach vorne, das weiß ich schon, dass wir genug Platz haben. Aber die Sitzbank ist wirklich cool. Die kann ich nämlich einmal zur Liegewiese machen. Kann die sogar von der Position her während der Fahrt verstellen. Das ist cool. Das stimmt und super schnell geht das. Ja, muss dann ganz am Anfang gehen. Da gibt es ein kleines Polster dabei. Das ist hier unten drunter. Und das war's. Und jetzt habe ich eine komplett ebene Fläche. Wenn du nochmal drauf gehst, Patricia, dass man mal sieht, wie groß das Ganze ist. Das ist für 2 ausgewachsene Personen sogar, ich sag mal, wenn man größer ist wie 1,80 Meter, kann man quer drauf schlafen. Das würde auch gehen. Also das hat über 1,90 Meter in der Länge. Und zur Not kann ich immer noch so wie hier, jetzt ist der Sitz ja auch gedreht, denn die Vordersitze mit dazu nehmen. Ich kann aber auch einfach den Vordersitz so lassen, die Beine hier drauflegen. Auch das natürlich. Habe ich gehört, haben Leute sogar schon gemacht. Ja. Ja. Cool. Ist es gemütlich? Ja. Die Frage ist, so ein Topper oben drauf, ein Geltopper jetzt noch, das wäre jetzt das Maximum noch. Ja. Dann wird natürlich der Liegekomfort noch mal besser. Wir haben halt so eine Kompromissbank, die muss fürs Reisen und fürs Liegen herhalten und da muss man natürlich immer einen Kompromiss auch mit eingehen. Ja, Thomas, zeig mal gerade die Funktionen. Man kann die auch noch in der anderen Richtung hochklappen, Ja, genau. wenn du mir das mal kurz zeigst. Klar. Das heißt, wenn ich jetzt mal ein bisschen lümmeln möchte und will nicht nach vorne die Sitze drehen, dann kann man binnen Sekunden die Bank einfach in die Richtung hochstellen, schiebt die zurück und hat dann hier vorne die Möglichkeit, hier vorne Genau. so Hier sogar die Füße rein. reinlegen. Habe hier eine Lampe zum Lesen. Okay, und das Teil könnte ich auch noch hochklappen, theoretisch. Ich könnte es noch hochklappen, natürlich, dann hätte ich nicht durchgängige Fläche. Sag mal, kann ich das so machen, dass es noch ein bisschen weiter zurück ist und dann einrastet? Oder ist Nee, das ist die vorderste Position. Das ist die vorderste zum Position. Einrasten, ja. Also Gut. sie geht wohl noch weiter vor, aber dann rastet sie nicht mehr ein. Da rastet nicht mehr ein. Super. Ja, bin wunschlos glücklich. Wir gucken uns noch gerade das Wasser an. Ich wollte mal schauen, das ist unter der Box drunter. Ja.
So, und da habt ihr eine ganz tolle Lösung. Im Wassertank ist die Gasflasche. Mensch. Also hier Frischwassertank, Abwassertank, beide gleich groß. Sieht man jetzt nicht so, weil die wie Tetris ineinander reingebaut sind. Und hier kommt die Gasflasche rein. Im Wassertank. In den Wassertank rein. Also nicht ins Wasser, aber der Wassertank ist quasi um den Gasflaschenbehälter rum. Unten ist natürlich auf, ja, falls irgendwas passiert. Das heißt, da ist Abluft nach unten. Hat eine Entlüftung nach draußen, ist luftdicht abgeschlossen. Von Gas daher, ist schwerer als Luft. genau, fließt nach außen dann. Ja. Ja, du bist unglaublich glücklich. Das heißt, es gibt den Nugget ja jetzt schon relativ lange, seit 85. Er war gefragt, man sieht ihn, es fahren sogar noch 85er Nuggets rum, Ja. habe ich gesehen. Ja. Die werden repariert, die Motoren werden am Leben ausgetauscht. erhalten, ja. Ja. Thema Werterhalt, krass, oder? Ist beim Nugget sehr hoch. Also gebrauchte Nuggets sind sehr begehrt, weil es so gut wie keine gibt. Ja. Die Leute fahren die Autos sehr lange, die diese Fahrzeuge kaufen. Und wenn sie dann tauschen sie im Normalfall gegen einen neuen. Ja, du bist recht groß. Das Thema Platz im Auto, sage ich jetzt mal, also gerade für Menschen, die, ich sag mal, ein klein wenig schwerer sind, das ist hier gar kein Problem, Kein oder? Problem. Nein. Man kann die Sitze entsprechend anpassen in der Höhe, in der Neigung. Bei der Bank hinten ist es eh kein Problem. Es gibt jetzt ein Automatikgetriebe, dann ist die Anhängelast ein bisschen geringer. 1100 Kilo hat er dann noch mit dem Automatikgetriebe, während er als Schaltgetriebe eben 2,3 Tonnen hätte. Ja, es gibt ja viele Familien, sage ich jetzt mal, die haben den kleinen Führerschein. Das heißt, Genau, da da ist bis eh kein 750 Thema Kilo mehr. geht. Ja, Okay, so ein Nachläufer, sag mal, für den Garten, den kann ich dranhängen. Immer, Ich kann die ja. Fahrräder drauf machen. Motorradanhänger. Gut, super. Ja, komm mal kurz raus. Hier vorne der Schirm, den zeige ich noch. Denn das ist das Markenzeichen von Ford, der Ja. ist überall mit drin, oder? Der ist immer mit dabei, immer an der Stelle, dass er griffbereit ist, wenn es dann anfängt zu regnen. Ja, und dann diese ganz tolle, ja, die ganz tolle Einstiegsleiste, die mit drin ist, in Ford, mit einem Ford geprägten Logo. Dann ist der Wohnraumteppich hier vorne ist mit dabei, Mit der dabei, uns ja. sehr praktisch ist am Strand, einfach ausschütteln. Und hier, das ist der Ausströmer von der Das ist einer der Luftheizung. beiden Ausströmer von der Standheizung, ja. Prima. Ja, hier steht er, der Nugget L1 2021 auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Stellvertretend für Sie, und wir zeigen Ihnen mal den Preis. Was kostet denn so ein Fahrzeug, wenn man es ordert? 60.237 €, wie er hier steht. Aber Sie können ihn nicht mitnehmen, wenn Sie ihn heute ordern, ist April 2021 das Auslieferungsdatum. Und der ist bezugsfähig bei allen Ford-Händlern, zum Beispiel bei der Zentralgarage in Dillingen oder bei euch, richtig? Bei uns bei der Schwarmgarage, jawohl. Vielen, vielen Dank, Ich danke. lieber Thomas, und danke auch, liebe Patricia. Jetzt haben wir alle Nuggets gezeigt hier am Stand. Ja. Das war's, oder? Das war's. Ja, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.